Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Patch. Wir beginnen mit einem Fadenring. Ich lege den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen um den Zeigefinger herum, zweimal von außen um den Daumen herum und halte den Endfaden mit Ring und kleinem Finger fest. Jetzt gehe ich mit der Nadel an der Daumenschlinge von oben nach unten durch und hole mir den Spannfaden aus der Mitte und häkel meine erste Luftmasche. Danach kann ich schon den Daumen aus der Schlinge ziehen und habe jetzt hier den losen Faden und den Ring. Und nun brauchen wir 8 feste Maschen, die wir um beide Fäden herum häkeln, also um den Ringfaden und um den losen Faden. Die müssen beide mit in der festen Masche sein. Und häkeln insgesamt 8 feste Maschen. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, wenn wir das Ganze haben, ziehen wir an dem kleinen losen Faden den Ring zu und schließen in der ersten Masche mit einer Kettmasche und haben somit schon mal den Anfang geschaffen. Kommen wir zu Runde 1. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und 2 zusätzliche Luftmaschen. Danach machen wir einen Umschlag und stechen direkt am Fuß, wo das Ganze herauskommt, ein und noch ein Stäbchen dazu. So haben wir optisch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Danach machen wir einen Umschlag, gehen in die nächste Masche und häkeln auch dort ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Nächste Masche, ein Umschlag, einstechen, ein Stäbchen häkeln, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und so geht es jetzt einmal rum. Und zwar brauchen wir 8 Vs aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soweit richtig. Und in die letzte auch noch mal ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und beenden werden wir das Ganze in der zweiten Masche von unten angezählt mit einer Kettmasche. Das war Runde 1. Runde 2. Wir mogeln uns mit einer Kettmasche in das V hinein und beginnen mit 3 Luftmaschen, die das erste Stäbchen ersetzen. Um die 2 Luftmaschen, also um die Kette herum, häkeln wir nochmal zusätzlich 2 Stäbchen, sodass wir optisch 4 Stäbchen um die Kette herum haben. 5 Luftmaschen. Dann gehen wir in das nächste V zur Kette und häkeln auch dort 4 Stäbchen drumherum. 1, 2, 3 und 4. 5 Luftmaschen. Nächste Kette, 4 Stäbchen. Fünf Luftmaschen, nächste Kette, 4 Stäbchen.
5 Luftmaschen, nächste Kette, 4 Stäbchen. Luftmaschen, nächste Kette, 4 Stäbchen. Und am Ende der Runde die 5 Luftmaschen nicht vergessen. Und in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche schließen und dann haben wir auch einen schönen Abschluss. Das war Runde 2. Kommen wir zur Runde 3. Wir mogeln uns mit einer Kettmasche zwischen die 4 Stäbchen genau in die Mitte, also 2 links, 2 rechts, und dazwischen stechen wir ein und machen eine Kettmasche. Danach stechen wir nochmal ein und häkeln eine feste Masche. Danach einen Umschlag und um die Kette herum 3 Stäbchen. Die liegen dann so zur Seite weg. 5 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen um die gleiche Kette. Danach eine feste Masche wieder in die Mitte der 4 Stäbchen, einfach dazwischen. Ein Umschlag, nächste Kette, 3 Stäbchen. Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen. Das Ganze wieder mit einer festen Masche in der Mitte der 4 Stäbchen fixieren. Und dann bilden sich solche Bögen. 3 Stäbchen liegen nach links weg, 3 Stäbchen nach rechts und der Luftmaschenbogen. Und so einmal rum. Und am Ende der Reihe in der festen Masche vom Anfang mit einer Kettmasche schließen und somit ziehen sich dann auch die letzten 3 Stäbchen in die richtige Richtung. Das war Runde 3. So, in der nächsten Runde wird etwas anders gehäkelt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, diese 4 sind jetzt die Ecken, die wir ausarbeiten. Und hier, hier, hier und hier muss eine Gerade entstehen. Dazu mogeln wir uns jetzt erst einmal mit mehreren Kettmaschen in den ersten Bogen hoch. So. Und häkeln dann in den ersten Bogen, der die Gerade ist, 3 Luftmaschen und noch 2 zusätzliche Stäbchen. Und 3 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen um die Kette herum. Und 3 Luftmaschen. So, und jetzt kommen wir
zur ersten Ecke. Wir häkeln um die Kette herum 4 Gruppen mit A 3 gemeinsam abgemaschten Stäbchen. Das heißt, erste Gruppe ein halbes Stäbchen abhäkeln, ein zweites halbes Stäbchen abhäkeln und ein drittes. Danach alle 4 Schlaufen gemeinsam und so haben wir 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. 3 Luftmaschen, das gleiche noch einmal, 3 halbe Stäbchen abhäkeln, den Rest auf der Nadel lassen, also immer 2 Schlaufen. Am Ende haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. 3 Luftmaschen, nochmal langsam, ein Umschlag um die Kette herum, 2 Schlaufen abmaschen, Umschlag um die Kette herum, 2 Schlaufen abmaschen und noch einen Umschlag um die Kette herum, 2 Schlaufen abmaschen, 4 auf der Nadel und diese gemeinsam. Und so haben wir 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. 3 Luftmaschen und noch ein letztes Mal, denn wie gerade schon gesagt, wir brauchen 4 Grüppchen davon. 2 Schlaufen abhäkeln, noch einmal 2 Schlaufen abhäkeln und ein letztes Mal 2 Schlaufen, 4 auf der Nadel und alle gemeinsam. Und so haben wir unsere erste Ecke. 3 Luftmaschen und jetzt kommen wir wieder zur Geraden. 3 Stäbchen um die nächste Kette herum. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Also das sind die Geraden und das sind dann die Ecken. So, und das gleiche machen wir jetzt wieder. Hier ist die Ecke, also quasi die. Das machen wir jetzt hier, das dann hier, das wieder hier. Hier kommt wieder eine Gerade und rum. Und am Ende der Reihe die 3 Luftmaschen nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche schließen. Und so langsam wird es viereckig. Kommen wir zur 5. Runde. Wir beginnen mit 2 Luftmaschen, einen Umschlag, in das nächste Stäbchen, in das mittlere, einstechen, auch 2 Schlaufen abhäkeln und einen Umschlag in das letzte Stäbchen einstechen, 2 Schlaufen abhäkeln und danach alle 3 gemeinsam. Luftmaschen und nun in die Mitte um die Kette, ihr könnt aber auch einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. 3 Luftmaschen und die nächsten 3 Stäbchen der Vorreihe wieder gemeinsam abmaschen. Erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln durch 2 Schlaufen, zweites durch 2 Schlaufen, drittes durch 2 Schlaufen und wieder alle 4 Schlaufen gemeinsam abhäkeln. 3 Luftmaschen. Um die erste Kette häkeln wir ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. 3 Luftmaschen. In das mittlere häkeln wir einen Fächer aus 5 Stäbchen. Drei Luftmaschen und um die letzte Kette der Ecke
häkeln wir wieder ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. 3 Luftmaschen, die 3 Stäbchen der Vorreihe wieder gemeinsam abmaschen, erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, drittes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln und alle 4 Schlaufen gemeinsam. 3 Luftmaschen, ein V um die Kette herum aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen, 3 Luftmaschen und die nächsten 3 Stäbchen wieder gemeinsam abmaschen. Erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, drittes und alle gemeinsam. 3 Luftmaschen. Dann kommen wir wieder zur Ecke. Um die erste Kette der Ecke ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. 3 Luftmaschen. Um die mittlere Kette 5 Stäbchen, 2, 3, 4, 5, 3 Luftmaschen und um die letzte Kette der Ecke wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Danach wieder 3 Luftmaschen und rüber zur nächsten Gruppe. Und so sollte das Ganze aussehen. Und am Ende der Runde, auch hier ganz wichtig, die 3 Luftmaschen nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche schließen. So, und das ist das eigentliche Patchwork. Wir sind nach 5 Reihen dann soweit fertig, also Fadenring plus 5 Reihen und können nun das zweite beginnen. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr dieses beiden Patches dann soweit fertig habt, werden diese in der Mitte verbunden. Also die anderen werden dann hier und hier verbunden. Dazu nehmen wir uns dann Nadel und Faden. Ich nehme mir den Faden doppelt, mache mir ein Knötchen unten hinein und gehe von hier nach hier. Und verbinde das Ganze nur mit circa 4 Maschen. Ihr könnt auch den ganzen Bogen verbinden, aber das finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Hatte ich auch schon ausprobiert. Aber da wird jeder sowieso seine eigene Technik haben. Die Profis unter euch haben mit Sicherheit noch eine ganz andere Möglichkeit, das Patch zu verbinden. Ich mache das halt so. Quasi von Löckskin zu Löckskin, dass das einfach so verbunden ist. Und vernähe den Faden dann einmal hin, einmal her und nochmal hin, also 3-mal hin und zurück. Achte dabei darauf, dass sich das natürlich nicht so zusammenzieht.
Und dann haben wir die ersten beiden schon mal verbunden. Und so sieht das Ganze dann aus. Aneinandergereiht hat das natürlich eine super Optik. Ihr könnt daraus jetzt eine große Tischdecke machen oder einfach nur Tischsets. Ein wunderschönes, luftiges Häkeltop sieht auch natürlich toll damit aus. Ja, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und dadurch, dass man hier nicht so viel rumwurschteln muss, geht das Ganze schnell voran. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht eure Bewertung, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, dann aber das Glöckchen drücken nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.